Ja, willkommen zurück, Freunde, hier auf meinem Kanal. Heute geht's los auf ein spaßiges Wochenende auf den Transio Trail in Holland und danach geht's weiter Richtung Belgien zu einem privaten Yamaha Tenere Treffen. Für dieses Treffen habe ich eine Einladung bekommen, aber zunächst geht's jetzt hier morgens los Richtung Bocholt und dort treffe ich mich mit dem Stefan, der mit mir eine kleine Runde auf dem TED drehen möchte. Ja, das Ganze sind jetzt ungefähr 100 Kilometer zu fahren über die Autobahn, ein kleines Stück Landstraße und dann sind wir auch schon fast da und ich treffe relativ pünktlich ein. Ja, da sind wir schon. Ich gehe kurz rein und wir trinken gemeinsam einen Kaffee und dann geht's los auf die Ausfahrt. Der Stefan fährt übrigens eine V-Strom 1000. Ja, zunächst geht es hier einige Kilometer bis hin zur holländischen Grenze und dann weiter auf der holländischen Seite Richtung Winterswijk und immer weiter Richtung TED NL Sektion Nummer 3. Ja, für alle, die es wissen wollen, wir befinden uns jetzt hier auf dem TED in der Sektion Nummer 3 und wir fahren heute den ganzen Tag und haben, glaube ich, eine Menge Spaß bei der ganzen Geschichte. Wir haben hier einige Sandwege. Wer von euch schon mal in Holland auf dem TED war, der weiß das. Es gibt einige Sandpassagen. Allerdings muss man schon sagen, dass hier die Sektion 3, zumindest der Teil, den wir gefahren haben, vergleichsweise einfach zu fahren ist. Wir haben wunderbares Wetter und wir können hier die Fahrt genießen, ohne allzu großen Stress zu haben. Ja, ich bin jetzt schon hier das 3. Jahr in Folge auf dem TED in Holland. Es macht wirklich Spaß hier zu fahren. Es ist auch nicht weit von mir und es ist einfach auch eine gute Sache, um in Übung zu bleiben.
Ja, und weil der Stefan leider nur den einen Tag Zeit hat und am Abend wieder zu Hause sein möchte, können wir jetzt hier auch nicht mehr weiterfahren, den Ted Holland, das hätte ich ja sonst gemacht, sondern wir beide steuern jetzt noch ein kleines Städtchen an und essen noch eine Kleinigkeit, bevor sich unsere Wege trennen. Und ich mache mich weiter Richtung Belgien. Nachdem ich jetzt noch ein kleines Stückchen Ted Holland gefahren bin und jetzt dann auch ja, immer weiter Richtung Westen vorankomme, geht die Sonne so langsam unter und ich versuche jetzt hier einen Schlafplatz zu finden. Ursprünglich wollte ich draußen übernachten, aber ich befinde mich hier irgendwie zwischen zwei Flüssen, also einmal auf der einen Seite die Maas und ja, den anderen Fluss weiß ich jetzt nicht genau. Es ist einfach total schwierig, hier einen Platz zum Wildcampen zu finden und so entschließe ich mich letzten Endes dazu, einen Mini-Campingplatz anzusteuern. Die kleine Schwierigkeit, die ich eigentlich habe, ist, dass ich eine Hängematte dabei habe und natürlich dann auch zumindest 2 Bäume brauche für mein Schlafsetup. Und das ist natürlich hier ein kleiner Nachteil, wenn man keine geeigneten Bäume findet. Schließlich treffe ich gegen 8:30 hier auf meinem Mini-Campingplatz ein und erkunde erstmal die Stellplätze. Ja, es sind hier einige Camper unterwegs, allerdings keine Leute mit Zelten. Und ja, was ich hier leider auch feststellen muss, ist, dass es hier keine Bäume gibt für meine Hängematte. Ja, aber jetzt noch weiterfahren ist wirklich keine gute Option und so beschließe ich jetzt erstmal zu improvisieren. Oh, nicht einfach hier einen Platz zu finden um die Uhrzeit. Nicht ideal. Und da ich zum Glück einen Tarp dabei habe und hier noch ein kleiner Gartenzaun in der Nähe ist, befestige ich kurzerhand meinen Tarp an dem Zaun und besorge mir hier irgendwo aus einer Mülltonne 2 Teleskopstangen und spanne jetzt mein Tarp ab und übernachte jetzt die Nacht einfach auf dem Fußboden mit meiner Isomatte. Ja, genieße noch den Sonnenuntergang und dann geht's ins Bett. Ja, das war's jetzt mit dem ersten Teil meines kleinen Wochenendausflugs. Morgen geht's weiter und wir bewegen uns Richtung Belgien zum Yamaha Tenere-Treffen und was wir da erlebt haben, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.